Früher dachte ich, Simracing ist einfach nur Gaming mit Lenkrad. Heute glaube ich, ich habe komplett unterschätzt, wie ernst das eigentlich wird. Angefangen hat das bei mir komplett simpel. Ein gebrauchtes Thrustmaster T300, einen 27 Zoll Monitor, der eigentlich viel zu klein war, und ein normaler Bürosessel und Hundebeißringe aus Gummi, damit mein Sessel beim Bremsen nicht nach hinten wegrollt. Mein Ziel war damals eigentlich nur herauszufinden, ob mir Simracing wirklich gefällt, bevor ich tausende Euro investiere, nur um dann herauszufinden, dass es doch nichts für mich ist. Auf Simracing hat mich ein alter Freund von früher gebracht. Über 10 Jahre davor hatten wir Forza Motorsport zusammengespielt. Er kommt aus der Softwarewelt des echten Motorsports. Und so haben wir uns im selben Unternehmen wiedergefunden und ja, da ging es dann los mit Simracing für mich. Er meinte direkt, wenn du wirklich Motorsport und Online-Racing haben willst, dann musst du zu iRacing. Und das habe ich dann auch gemacht. Er hat mich auch von Anfang an unterstützt und mir unter anderem gesagt, spar nicht bei den Pedalen, die sind das Wichtigste. Du lenkst das Auto auf der Bremse. Damals habe ich zwar beim Wheel gespart, nicht aber bei den Pedalen. Das erste neu gekaufte Equipment waren Thrustmaster TLCM Low Cell Pedale mit härteren Gummis am Bremspedal. Und das war wahrscheinlich einer der wichtigsten Tipps überhaupt. Weil ich am Anfang dachte, wie so viele andere auch, dass die Pace von der Hardware kommt. Heute glaube ich eher 90-95% kommen vom Fahrer und nur der Rest von der Hardware. Aber diese 5-10% sind wichtig und nicht zu unterschätzen. Nicht weil die Hardware magisch schneller macht, sondern weil du immer gleich sitzt, dieselben Kräfte spürst und damit werden deine Inputs reproduzierbar. Da kannst du drauf aufbauen. Mit Hardware kaufst du dir keine Pace. Und irgendwann habe ich gemerkt, Simracing ist genau meins, das bleibt. Dann kam meine erste Direct Drive Wheelbase, die Fanatec CSL DD in der 8 Newtonmeter Version. Die fahre ich übrigens heute noch. Einfach weil sie reicht. Und dann kam auch Schritt für Schritt das Rig dazu. Ein Track Racer TR 120, später die Hüsingwelt Ultimate Plus Pedale und dann der Samsung G9 Ultrawide. Und genau da habe ich verstanden, was viele falsch einschätzen. Du kaufst dir mit der Hardware keine Pace, sondern Konstanz. Das Einzige, was ich heute wirklich anders machen würde, ist der Sitz. Der erste hatte zu viel Flex, das merkst du beim Bremsen. Und der zweite ist zwar steif genug, macht mir aber Probleme in den Schultern und im Rücken. Ja, damals gab es bei mir kein Simracing Center zum Probefahren. Keine Zach Game Zone in Niklasdorf. Und auf Messen wollte ich nicht warten oder es war einfach zu weit. Heute würde ich wirklich jedem raten, probier Sitze aus. Nicht nur wegen der Immersion, sondern weil du stundenlang drinnen sitzt. Ich habe dann wirklich konsequent angefangen zu lernen. Die Driver 61 Masterclass, Bücher, die Suelio Almeida Akademie, Datenanalyse, Coachings und Telemetrie. Ich wollte wirklich keine schlechten Angewohnheiten mitschleppen. Und genau dadurch wurde ich schnell. Es ging dann ziemlich rasch von den 1350 I-Rating auf 4400. Das ist aber immer noch weit weg von den absoluten Alien-Fahrern. Aber hier stimmt dann die Basis schon und die Arbeit geht ins Detail. Und da habe ich Simracing auch komplett unterschätzt. Nach anstrengenden Arbeitstagen konnte ich oft wirklich nicht mehr ins Rig. Nicht weil ich keine Lust hatte, sondern weil ich mental komplett leer war. Simracing ist für mich einfach nicht wie normales Gaming. Es verlangt einfach Konzentration, Fokus, Verarbeitung und schnelle Entscheidungen. Die schlechtesten Rennen hatte ich fast immer dann, wenn ich müde nach der Arbeit in die Rennen gesprungen bin und einfach losgefahren bin. Was ich an Simracing liebe, ist diese Kombination an Technik, Daten, Hardware und die ganze Fahrtechnik. Das Besserwerden. Du bekommst Daten wie aus echten Rennautos, teilweise sogar mehr. Du kannst verstehen lernen, warum sich ein Auto wie verhält. Und was es schneller macht oder warum es gerade instabil ist. Und genau deshalb fühlt sich für mich gutes Simracing besonders an, weil die eigene Performance, das Weiterentwickeln und die Technik dahinter so spannend sind und es nicht einfach ein Spielen ist. Ich wäre früher immer gerne selber im echten Motorsport gefahren. Und dafür brauchst du meistens 2 Dinge. Geld und Menschen, die dich dabei unterstützen. Für den Motorsport fehlt mir beides. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, da gibt es viele da draußen. Ja, Simracing ist deshalb der einzige realistische Weg für viele, Motorsport wirklich zu erleben. Aber man darf eines nicht vergessen. Wenn du wirklich schnell sein willst, kostet Simracing extrem viel. Zeit, Energie, Fokus und ja, teilweise sogar Gesundheit.
Und genau deshalb ist es so wichtig, zu wissen, was man eigentlich im Simracing will. Was sind deine Ziele? Spaß, Competition, Motorsport oder die Jagd nach deiner absoluten Performance? Weil Simracing, wenn du es richtig machst, unglaublich viel zurückgeben kann. Aber kompetitives Simracing geht auch richtig auf die Substanz. Ja, und genau deshalb analysieren wir Simracing hier nicht wie im Spiel, sondern wie im echten Motorsport. Mich würde wirklich interessieren, wie bist du eigentlich ins Simracing gekommen? Und was war das Erste, das du daran richtig unterschätzt hast?